Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde und wir machen wieder mal einen super leckeren Streuselkuchen und zwar einen Mohnstreuselkuchen. Und für diesen Kuchen bereite ich eine 28er Springform vor und mische Zucker mit Vanillezucker und Mehl mit Backpulver. Ihr habt schon gemerkt, wir bereiten den Teig vor und für diesen Teig gebe ich weiche Butter in eine Schüssel und schlage sie erstmal cremig auf. Danach kommt der Zucker hinzu, sprich die Zuckermischung von vorhin, und die schlagen wir dann weiter kräftig durch. Dann geben wir noch ein Ei hinzu und rühren weiter kräftig durch und danach kommt dann auch die Mehlmischung rein. Ja, wir kneten das Ganze dann so richtig lange durch, bis sich der Teig findet und eine Kugel entstehen kann. Dann nehmen wir natürlich die Hand dazu und formen diese Kugel. Den Teig, den lassen wir dann für eine halbe Stunde mindestens im Kühlschrank ruhen. Sollte das mit dem Teig nicht klappen, beziehungsweise es entsteht keine Teigmasse, dann könnt ihr einfach ein paar Spritzer Milch zur Hilfe nehmen. Und dann, wie schon gesagt, kommt der Teig dann auch mal in den Kühlschrank für mindestens 30 Minuten. In der Ruhezeit können wir auch schon mal die Arbeitsfläche bemehlen, weil nachher rollen wir 2/3 vom Teig aus und geben den dann in die Backform hinein. Dieser Teig bildet dann den Boden. Und wir haben ja noch 1/3 Teig übrig und diesen Teig, den Restteig, aus dem machen wir dann den Rand. Aber dann geht's an den Herd. Da stellen wir dann erstmal den Teig mit der Backform beiseite und stellen einen Topf auf den Herd. Den erhitzen wir, weil wir erhitzen über 1 Liter Milch. Gleich in die Milch geben wir dann auch gleich den Zucker, damit der auch genügend Zeit hat, sich vorher schon aufzulösen. Eine Prise Salz passt auch immer dazu. Weiter geht's dann mit Vanillezucker und wenn dann die Milch kocht, geben wir auch Grieß mit hinein und rühren natürlich kräftig um. Ich verwende jetzt hier Weichweizengrieß. Wenn ihr aber den ganzen Kuchen etwas fester mögt, dann nehmt ihr Hartweizengrieß. Den Grieß, den rühren wir jetzt richtig kräftig durch, damit er sich schön auflöst und sich gleichmäßig in der Milch verteilt. Danach geben wir den Mohn auch hinzu. Da nehmen wir 400 Gramm, also eine richtig große Menge, weil wir wollen ja auch eine richtig dicke Schicht Mohn in dem Kuchen haben. Dann verwende ich mal kurz einen stabileren Kochlöffel, damit ich das Ganze kräftiger durchrühren kann. Da stecke ich so richtig viel Energie hinein. Da wird kräftig durchgerührt. Umso kräftiger durchgerührt wird, umso homogener ist es nachher. Also, strengt euch an. Damit es auch noch ein bisschen einfacher geht, können wir noch ein bisschen Butter hinzugeben. Was heißt ein bisschen? 125 Gramm. Und die rühren wir so lange durch, bis sich die Butter aufgelöst hat, beziehungsweise vollkommen geschmolzen ist. Dann stellen wir den Mohn kurz beiseite, weil jetzt stellen wir die Streusel her. Auch da geben wir Butter in die Rührschüssel, Zucker und Mehl. Aber natürlich fangen wir mit der weichen Butter an, weil die schlagen wir cremig auf. Daraufhin folgt dann der Zucker und daraufhin dann noch das Mehl. Aber das Mehl, das kneten wir natürlich nicht durch, bis ein Teigbollen entsteht, sondern bis die feinen Streusel entstehen. Und dann hören wir auf. Dann sind nämlich die Streuseln fertig und wir wenden uns nochmal der Mohnmasse zu.
Weil in die Mondmasse, da schlagen wir noch 2 ganze Eier rein. Natürlich rühren wir wieder gut durch, dass sich die Eier schön verteilen. Dadurch, dass sich die Mondmasse natürlich jetzt noch ein bisschen abgekühlt hat, gerinnt das Ei jetzt nicht gleich. Zu dem Zeitpunkt haben wir den Backofen jetzt schon auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt, weil die Mondmasse, die geben wir jetzt auf den Teig drauf und auf die Mondmasse die Streusel. Und sobald das Ganze fertig ist, geben wir den Kuchen in den Ofen für 45 Minuten. Natürlich verteilen wir die Streuseln schön gleichmäßig. Wenn der Kuchen fertig ist, holen wir ihn natürlich wieder aus dem Ofen heraus und lassen ihn abkühlen. Wenn er noch lauwarm ist, kann man ihn aber auch schon anschneiden, wenn man möchte. Und wenn er abgekühlt ist, dann befreien wir ihn von der Springform. Aber ihr müsst ja jetzt schon zugeben, wie gut er aussieht. Die Streuseln sehen richtig knusprig und lecker aus. So stelle ich mir das Ganze vor. Natürlich passt zu diesem Kuchen super Sahne dazu. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Auf jeden Fall schmeckt dieser Kuchen super lecker, auch ohne Sahne. Ich hoffe, ich habe eure Neugier geweckt und backt doch mal diesen super leckeren, dicken, fetten Mondkuchen nach und berichtet mir, wie er geworden ist. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von der Biskuitstunde wieder dabei sein würdet. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.